Im heutigen Video fliegen wir mit Swiss in der Business Class von Zürich nach Chicago. Zuerst zeige ich euch aber die Lounge, dann natürlich den Flug und später die Einreise in Amerika und natürlich auch, was ich für den Flug bezahlt habe. Viel Spaß! Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr, sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin gerade in Zürich gelandet und gleich geht's los mit Swiss Airways im A330 in der Business Class nach Chicago. Ich bin schon gespannt, was mich hier erwartet. Und jetzt muss ich aber erstmal das Terminal wechseln, weil ich bin in Terminal A angekommen und ich muss zu Terminal E. Terminal E ist nämlich das Terminal, wo die Langstreckenflieger losgehen. Da hinten steht es B, D und E. Da wollen wir hin. Hier gibt es eine Transferbahn, die nennt sich Sky Metro und die suchen wir jetzt. Ach, hier ist noch gleich ein schöner Uhrenladen. Wir sind richtig. Gates BDE. Okay, ich muss schon rechts rum. Na, dann mache ich das. Da ist der Fahrstuhl. Okay, ich bin jetzt eine Etage tiefer. Und hier Gates E. Okay, hier werden die Pässe kontrolliert. Gibt es hier auch Business Class oder alle? Ich probiere mal die automatisierte Passkontrolle. Passkontrolle, circa 1 Minute. Ich glaube, das ist in Kombination mit Star Alliance Biometrics. Ich brauchte einfach nur meinen Passport auf den Scanner legen und dann wurde mein Gesicht gescannt und schon bin ich durch die Kontrolle durch. Jetzt suchen wir die Lounge. Aber vorher suchen wir Terminal E. Da geht's runter. Ich nehme die Treppe, ich bin noch fit. Da steht's, Gates E, wir sind richtig. Oh, hier ist ein Counter. In 1 Minute kommt die Bahn. Da sehen wir unseren Flug. LX008. Sky Metro. Und hinein. Ganze 3 Minuten Fahrzeit. Das schaffen wir. Das ist cool. Monster-LED-Leinwände. Bitte alle aussteigen. Das ging flott. Ich habe aber keine Ahnung, was es mit Sky zu tun hat, weil Sky ist für mich Himmel. Wir sind aber im Tunnel gefahren. Und nun auf zur Lounge. Ich habe Durst. Hier scheint es hoch zu gehen. Ich nehme die Treppe. Ich habe Lust, mich zu bewegen. Ich sitze hier noch fast ganze 10 Stunden später im Flieger. Ah, hier in der Mitte sind die Lounges. Da ist schon Emirates und Aspire. Ach, ich laufe in die falsche Richtung. Ich muss zurück. Wir sind auf dem richtigen Weg. Swiss Lounges. Und es gibt auch noch eine Prime Class Lounge. Also Terminal E ist mitten im Nichts. Wenn wir jetzt einmal rüberschauen, links und rechts von uns sind Flugzeuge. Gefunden, Swiss Lounge, hoch mit uns. So sieht es hier aus. Ist ja gut versteckt hier, ne? Da geht's rein. Da geht's rein. Oh, wow, das hat gut geklappt. Sobald man sein Ticket bei der Lounge vorgezeigt hat, kam man sofort zur Passportkontrolle. Hat 2 Minuten gedauert und dann kann ich nachher in Ruhe in Amerika einreisen. Ist jetzt alles in meinem Reisepass gespeichert. Super Service. Und so sieht es hier aus. Da sind viele, viele Flugzeuge. WLAN gibt es auch, das probiere ich später mal. Hier ist eine Relax Area. Was gibt es denn da? No phone. Und dort ist die Verpflegung. Und in der Mitte gibt es Kaffee. Da ist Kaffee. Ganz viel Kaffee. Es ist warm. Das Essen geht los. Tortillas, wie cool. Und ganz viele Süßigkeiten. Kuchen, cooler Kuchen. Boah. Und hier wird gekocht. Aha. Ich kann aber leider nichts essen, weil ich muss im Flugzeug noch essen. Noch ein bisschen Salat. Wein. Oh, Bier. Ja, auf ein Bier habe ich Bock. Und jetzt kommt der Hartsprit. Und hier gibt es nochmal Sekt und Champagner. Ich habe ein frisch gezapftes Bier gefunden. Prosit auf einen schönen Loungeaufenthalt.
Frisch gezapft ist echt am besten. Wunderbar. Feldschlösschen heißt das Bier. Und so sehen die Sitze hier aus. Ordentlicher Ledersitz. Sehr bequem. Und es gibt auch ganz viel Entertainment. Viele, viele Steckdosen. Da sollte für jeden was dabei sein. Holen wir uns WLAN. Tada! Das war das ganze Geheimnis. Jetzt habe ich WLAN für 2 Geräte. Und jetzt testen wir den Login. Na, lässt sich Zeit. Wieder verbinden. Aha. Oh, bin schon drin. Ist ja lustig, dass mein WLAN-Code einfach für 12 Monate gespeichert wurde. Cool. Machen wir einen Speedtest. Na, das kann sich doch sehen lassen. Sollte gerade so reichen, um eine Nachricht über WhatsApp zu schreiben. Ja, 50 bis 60 Mbits, top, richtig gut. Also eins muss ich unbedingt probieren. Das sieht nach Schokomousse aus. Wunderbar. Das ist so süß und bestimmt so voll mit Kalorien, das muss schon negative Kalorien haben. Ich würde euch ja gerne nochmal diese kleinen Büroräume zeigen, die man hier hat. Aber leider ist jeder einzelne voll. Schade. Das ist jetzt mein Blick aus der Lounge. Und wie ihr seht, sind hier schon ein paar Flugzeuge. Gefühlt sind wir mitten in den Bergen. Alles voll mit Swiss. Und ein Delta-Flieger steht da. Hier ist die Terrasse, aber leider geschlossen. Das wäre wirklich cool gewesen, wenn man hier einfach mal rumlaufen könnte und frische Luft schnappen könnte. Die Anzeigetafel sagt Go to Gate. Chicago LX08 Go to Gate. Auf geht's. Das war der Aufenthalt in der Lounge. Eine Sache habe ich noch vergessen. Ihr könnt dort auch duschen. So sieht's aus, wenn wir aus der Lounge runterkommen. Ist ganz schön was los. Wir wollen zu Gate E26. Ist wohl noch ein Stück. Ach, ich bin schon da. Das war aber ein kurzer Weg. E26. Business First und on. Das Schild in der Lounge hat gesagt, Fußweg ca. 20 Minuten. Ich würde eher sagen 2 Minuten. Naja, jetzt stehe ich hier am Gate und warte, dass man mich in den Flieger lässt. Da. Was ich bisher noch nie erlebt habe, ist, dass am Gate dir ein Upgrade für den Flug angeboten wird. Ich könnte jetzt von Business Class auf First Class für unfassbare 1.900 € upgraden. Ich habe unseren Flieger gefunden. Anscheinend beladen die den nur mit einer Brücke. Seht ihr? Die vordere Brücke ist gar nicht angedockt. Na, das kann ja ewig dauern. Ich bin gespannt. Boarding geht los. Alle Leute im Rollstuhl sind schon drin. Und jetzt Business Class und First Class. Das Witzige ist, mein Ticket wurde abgestempelt vorher. Alle 3 Klassen. Swiss. Hallo, E6. Ja. Auf jeden Fall. Mein Thron. Yeah. So sieht es hier aus. Noch ist es ganz leer. Können wir uns die Sitze nochmal anschauen. Hier sind Zweiersitze in der Mitte. Und so sieht ein Einzelsitz aus. Und gleich gucken wir uns nochmal meinen Thron an. Ich muss erstmal alles wegpacken. Ich habe so viel Kram dabei. Ich sitze. Und der Sitz ist krass bequem. Richtig gut. Aber ich habe irgendwie noch keine Schubladen oder sowas gefunden, wo ich meine Sachen hinstellen kann. Ich habe jetzt meinen Laptop einfach mal über mich gepackt. Hier ist ein kleines Tütchen. Was mag das sein? Ach, das ist eine Amenity-Kit von Victorinox mit Socken, einer Zahnbürste, Zahnpasta, Lippenbalsam und einer Schlafmaske. Ach, Ohrenstöpsel gab es auch noch. Aber ich glaube, schlafen ist nicht, weil ist ja ein Tagflug.
Ein kuscheliges Kissen habe ich auch bekommen. Und hier ist der Monitor. Ich glaube, ich habe genügend Beinfreiheit. Ich sitze jetzt aufrecht. Ich bin 1,83 groß und ja, sollte gerade so reichen. Willkommen. Eine Begrüßungsflasche Wasser. Da sehen wir es doch mal. Airbus A330-300. Wir stehen ja noch auf dem Boden, aber der Getränkeservice geht schon los. Das ist ein Glas Champagner. Prosit auf einen guten Start erstmal. Ja, das tut gut. So ist gerade mein Blick aus dem Flugzeug. Wir sehen leider nur ein Air Canada Flugzeug. Und dahinter noch ein Swiss-Flieger. Das Boarding erfolgt tatsächlich nur über eine Brücke. Geht schon vor dem Start gut los. Gerade wurde die Menükarte gebracht. Ich habe aber Essen vorbestellt. Ich habe mir einen Burger vorbestellt. Ich bin sehr gespannt darauf, wie der wird. Es kam ein kleiner Gruß, ein heißes Handtuch. Riecht gut. Hier kommt noch ein Überblick über unsere heutige Flugroute. Wir starten in der Schweiz am Flughafen Zürich mit dem Kürzel ZRH und dann fliegen wir einmal quer über den Atlantischen Ozean bis nach Chicago in Amerika. Der hat das Kürzel ORD. Pushback startet. Dieser Sitz hat eine sehr beruhigende Wirkung auf mich. Ich könnte jetzt auf der Stelle einschlafen, weil er so bequem ist. Aber ich muss ja wach bleiben, weil sonst wird der Jetlag zu hart. Das sieht mir auch nach einem A330-300 aus. Der ist gerade gelandet oder er startet gerade. Schön, dass die Flugzeuge so an einem vorbeifahren. Sieht man auch nicht alle Tage. Air Montenegro, meine Güte. Der kommt von weit, weit her. Dauert noch ein bisschen, bis es losgeht. Wir fahren gerade eine ganz schön lange Runde, ganz weit weg vom Flughafen. Wer weiß, wo die Startbahn ist. Da ist nun die Startbahn. Jetzt geht's los. Power. Yeah, das war ein schöner Start. Genießen wir noch ein bisschen Zürich. Oder einen Wald um Zürich herum.
Kurve sieht in Live viel mächtiger aus als auf der Kamera. Wir sind echt einmal im Kreis geflogen. 360 Grad, Wahnsinn. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Jetzt scheinen wir aber auf Kurs zu sein. Durch die Geschwindigkeit beim Start sind jetzt die Wassertropfen vom Fenster weg. Da sind schon die Wolken. Es hat bisher den ganzen Tag geregnet in Zürich. Sobald wir unsere Reiseflughöhe erreicht haben, beginnen wir mit dem Service. Später habt ihr die Möglichkeit, exklusive Markenprodukte aus unserem Swiss In-Flight Shopping-Sortiment einzukaufen. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir haben die Wolken erreicht. Ich sitze eigentlich genau beim Triebwerk. Also das ist ein wirklich schöner Blick. Jetzt kommt die Sonne über den Wolken hervor. Wunderschön. Ich habe noch etwas ganz Wichtiges, worauf ihr achten müsst. In dem Flugzeug braucht ihr diesen Adapterstecker. Hier ist nämlich nur eine USA-Steckdose. Die zeige ich euch. Da ist sie. Ist wohl ein bisschen älter, das Flugzeug, dass es hier keine USB-Ports gibt und auch halt keine Euro-Steckdosen. Ihr seid gewarnt. Da wir nun wissen, wie wir Strom tanken können, wollen wir doch mal ein bisschen anfangen, das Entertainment zu entdecken. Ich zähle WLAN übrigens auch zu Entertainment. Okay, das geht schnell. Klicken wir mal drauf. Copy. Und jetzt einfügen. Öffnen. Wow, ist das echt inklusive? Cool. Oh. Vermutlich sind wir noch nicht hoch genug, aber das klären wir später. Das Internet wird nämlich erst freigeschaltet, wenn wir unsere Reisehöhe erreicht haben. Ach, jetzt geht's los. Internet ist freigeschaltet. Und jetzt geht's los. Ich nehme den Klassiker. Mehr will ich nicht. Einfach nur meinen Freunden schreiben. Oh nee, ich brauche einen Account. Was soll das denn? Ach, jetzt muss ich echt meine E-Mail-Adresse angeben. Oh Mann. Naja, dann mache ich das mal kurz. Okay, was kommt jetzt? Do not refresh page or hit the back button. Okay. Es funktioniert. Ich habe Internet. Mal gucken, ob ich wem schreiben kann. Angeblich soll ich eine E-Mail bekommen haben. Aber irgendwie nicht. Jetzt kam gerade die Info. Es gibt technische Probleme mit dem WLAN, aber es soll in Kürze funktionieren. Ich bin gespannt. Internet funktioniert. Witzigerweise kamen als erstes Kommentare bei YouTube zum Vorschein und dann halt WhatsApp-Nachrichten. Top. Ich kenne das ja gar nicht, dass das kostenlos ist. Das letzte Mal, als ich Langstrecke geflogen bin, bin ich First Class geflogen. Da war es inklusive. In der Business Class bei Lufthansa auf der Langstrecke musstest du dafür zahlen. So, jetzt wollen wir aber anstoßen. Prosit auf einen schönen Flug. Und jetzt beginnt die Arbeit richtig. Erkunden wir das Entertainment-System. Das Infotainment-System tut ab, was es soll. Wir sehen eine Karte. Da sind wir gerade gestartet. Das ist Zürich. Da ist Basel. Und jetzt geht es noch ein bisschen auf den europäischen Kontinent weiter. Ach, hier kam gerade noch ein kleiner Snack. Ich glaube, das sind Cashewkerne. Ja, lecker. Ich habe hier diese tolle Fernbedienung entdeckt.
Klick. Boah. Sag mal, was hat die denn zu bieten? Ich bin schon voll überfordert. Drücken wir Enter. Was passiert? Da ist der Cursor. Wir wollen unsere Travel-Karte haben. Licht. Oh, Licht an, Licht aus, geht, okay. Das Haus sagt uns Filme und TV. Schön. TV-Programme, Filme. Cool. Oh. Okay. Das scheint eine ganz schöne Menge zu sein. Oder doch nicht. Da geht's. Da ist ein Pfeil nach unten. Oh, da kommt schon einiges. TV-Programme. Das wäre witzig, wenn wir hier Paramount Plus. Komödie. Meine Güte. Das ist schon ganz schön viel. Gary Barlow. Wer auch immer das ist. Sport. Oh! Cool, Sportdokumentation. Das ist ja schon eine ganz schöne Ladung, was die im Infotainment-System drin haben. Aber mir ist gerade nicht nach dem Film. Vielleicht später, denn ich warte jetzt auf meinen Burger. Ach, der Button ist bestimmt schön. Mein Swiss-Flug. Swiss Information. Über Swiss. Wir können uns über Swiss informieren. Okay, reicht mir. Um Filme gucken zu können, gibt es auch eigene Swiss-Kopfhörer. Mal gucken, ob ich die nachher benutze, weil 8 Stunden Flug, da hat man doch ein bisschen Zeit. Ich sitze ja gerade aufrecht, wie im Take-Off, aber ich teste jetzt mal die Lounge-Position. Passiert nichts? Doch, es passiert was. Irgendwie geht's runter. Oh. Ah, das ist cool. So auf der Mitte. Den Sitz kann man ja auch zum Bett ausklappen. Aber Mitte ist gut. Ja, da ist der Button für Massage. Ich merke noch nichts. Doch. Massage ist ja witzig. Als wenn so eine Rolle in deinen Rücken reinrollt. Cool. Es ist gerade so schön leer. Da können wir uns noch mal den Sitz angucken. Da ist er. Leider kann man hier nichts extra ausklappen. Da auch nicht. Aber er ist sehr bequem. Ich musste meinen Laptop tatsächlich oben verstauen, weil es hier keinen extra Stauraum gibt. Naja, so ein kleines Fach hätte ja nur noch reingepasst. Die anderen Passagiere haben schon ihre Tische in Position gebracht. Dann mache ich das auch. Gib wohl gleich Essen. Klick. Habe ich mich beim ersten Mal ganz schön erschrocken. So. Den dahin. Und jetzt bin ich gefangen. Gefangen vom Tisch. Tada! Mittagessen geht los. Ich habe ja diese schöne Speisekarte erhalten. Schauen wir doch, was da drin ist. Ein bisschen Geschichte. Hier geht's los. Menü. Vitello Salmone mit Kapern. Poulettenbrust. Dessert. Zitronenkuchen. Was haben wir noch? Aha, man kann noch was im Bistro bestellen. Aha, 90 Minuten vor Landung. Und hier kommen die spannenden Sachen. Champagner, Rotwein, Rotwein, Rotwein. Noch mehr Wein. Schon sehr umfangreich. Und hier kommt der Hartsprit. Bier. Sämtliche Säfte. Kaffee und Tee ist auch alles dabei.
und sogar Whisky. Und los geht's, der erste Gang. Das ist Lachs und ein Brötli. Haben sie wirklich gesagt, ist ja Schweizerdeutsch. Ein bisschen Käse, ein Stück Kuchen und ein Salat und ich habe dazu French Dressing genommen. Aber wir wissen ja, vor jeder Mahlzeit Hände waschen. Heute haben wir, wer hätte es gedacht, Swiss. Hände sauber, auf zum Essen. Ah, da sind Kapern drauf, die mag ich nicht. Aber ich muss aufpassen, weil ich möchte die Kresse gerne essen. Der Lachs ist der Hit. Womöglich war es eine gute Entscheidung, in der Lounge nicht so viel zu essen. Ich habe nämlich noch Platz und das ist ja erstmal die Vorspeise. Danach kommt ja noch der Burger. Oh, wir verlassen den europäischen Kontinent. Mach's gut, Europa. Die Vorspeise sah irgendwie so aus, als wenn das nicht so viel wäre. Gefühlt war es doch mehr, als es aussah. Aber Käse können die Schweizer. Wahnsinn. Ich habe einen kleinen Gruß aus dem Bordbistro bekommen. Es ist ein fertiger Aperol Spritz, der aber noch mit Champagner und Orangensaft aufgegossen wurde. Ich bin sehr gespannt, wie er schmeckt. Rein damit. Oh. Davon kann man aber viele trinken. Das schmeckt saugut. Hammer. Richtig gut. Es geht weiter. Soeben wurde ein Burger geliefert. Ganz schön käsig, mit ganz schön viel Bacon. Haha, der hat bestimmt auch negative Kalorien. Den probiere ich mal. Aber das muss ja gesund sein, weil da sind ja Körner auf dem Brötchen. Hier sehen wir ihn nochmal von innen. Er hat erstaunlicherweise kein bisschen Grünzeug. Also für mich ist der Burger super, ne? Der ist schön zart, ordentlich Fett dran. Für mich super, aber falls jemand sich so ein bisschen Grünzeug gewünscht hätte, wie Salat oder Rucola, ja, das fehlt leider. Die Power des Burgers macht müde. Ich glaube, ich lege mich jetzt doch mal hin. Vielleicht können wir schauen, wie das Bett ausgefahren wird. Bett runter. Bin unten. Jetzt brauche ich noch ein Kissen. Oh. Das ist gut. Bis später. Ich habe noch ein paar Extras bekommen. Ich habe jetzt noch ein zweites Kissen bekommen und noch eine Decke. Also hier kann man es gut aushalten. Ich liege wirklich sehr bequem. Das ist top. Also ich fühle mich hier wohl. Aber in 6 Stunden ist schon der Flug wieder vorbei. Macht nichts. So, jetzt mache ich wieder die Augen zu. Also am Tag zu schlafen ist nicht meine Stärke. Ich habe jetzt knapp 1,5, 2 Stunden gelegen, habe auch wirklich ein bisschen geschlafen. Jetzt bin ich hellwach, aber es sind noch 4,5 Stunden Flug. Ich habe jetzt gerade eine interessante Serie gefunden, die gucke ich mir jetzt mal an. Die Adria, da ist es bestimmt schön. Aber erstmal müssen wir mit der Technik zurechtkommen. Das hier ist nämlich der Stecker für die Kopfhörer. Hat dort ganz gut reingepasst. Funktioniert. Sehr angenehm. Jetzt habe ich aber gleich Durst bekommen, jetzt wo ich 1 Minute die Serie geguckt habe. Ich habe mir jetzt noch einen Espresso bestellt. Muss ja noch ein bisschen länger wach bleiben. Da kam gerade eine kleine Lieferung. Ein frischer Espresso und irgendein Drink. Mal gucken, wie es schmeckt. Das Witzige ist, dieser Becher hat keinen Henkel. Ist ja fast wie ein Eierbecher. Mal gucken, wie er schmeckt. Prosit. Der wird mich doch gut anschieben. Power. Und jetzt der Cocktail. Ist wohl irgendwie eine Weinschorle. Aber sehr lecker. In gerade mal 2 Stunden ist schon die Landung. Schade, geht doch sehr schnell. Aber zur Verabschiedung, oder sagen wir zur Vorverabschiedung, habe ich mir noch einen 12-jährigen Chivas Whisky bestellt.
gucken, wie der schmeckt. Prosit auf eine gute Landung. Sehr mild. Ich glaube, das ist torfig. Schmeckt mir sehr gut. Im Flugzeug gehört es wohl zum guten Ton, dass das Bordpersonal sich verschüttet beim Eingießen, weil das ist ein Champagnerglas und da sind eigentlich 10 Cl drin. Whisky trinkt man nach meinem Wissen mit 2 oder 4 Cl. Das müssten also gerade mindestens 8 Cl geworden sein. Ist ja schon ein bisschen leerer geworden, aber das ist schon eine ordentliche Ladung. Also verschüttet. Jetzt ist es gut 1,5 Stunden vor der Landung und es gibt nochmal ein Sandwich. Man hätte auch Nudeln bestellen können oder eine Suppe, weil es riecht hier schon so ganz toll. Kommt schon der leckere Essensgeruch aus der Küche. Aber mir reicht so ein kleines Sandwich. Das passt. Ich bin noch satt vom Mittag. Obwohl das auch schon, wie viele Stunden her ist? 6 Stunden. Aber hat vollkommen gereicht. So sieht das kleine niedliche Teil aus. Klappen. Nennen wir es mediterran. Schmeckt sehr gut. Unser Landeanflug beginnt. In ca. 30 Minuten sollten wir schon auf dem Boden sein. Wir fliegen gerade über Holland. Genießen wir den Flug ein bisschen auf der Landkarte. Ich glaube, wir fliegen eine ganz schön steile Kurve. Das ist aber ein riesiger See. Leider steht auf der Karte nicht, wie er heißt. Aber unser Ziel ist auf der anderen Seite des Sees. Und es geht weit, weit und schnell, schnell runter. Der See ist in Kürze vorbei. Wir sehen Land. Der See ist sogar so riesig, dass man tatsächlich zwischenzeitlich nur See gesehen hat. Wir sind doch noch ganz schön hoch. Anscheinend müssen wir noch ein bisschen korrigieren. Wir sind immer noch 2900 Meter hoch. Aber er verringert die Geschwindigkeit schon sehr. 580 km/h haben wir nur noch. Ich glaube, wir sind gerade am Flughafen vorbeigeflogen. Als wenn er jetzt nochmal eine 180-Grad-Kurve nach links machen müsste. Da kommt sie, die Linkskurve. Wir sind echt an Flughafen vorbeigeflogen. Grad haben wir schon. Und weiter geht's. Das sieht auf dem Kameradisplay so harmlos aus. Wenn man im Flugzeug drin sitzt, ist das irgendwie unwirklich. Die Landung soll jetzt in 6 Minuten sein, hat der Kapitän gesagt. Die Fahrwerke wurden ausgefahren, dann kann es ja runtergehen. Genießen wir die Landung.
Ja, das Flugzeug schaukelt wirklich von links nach rechts. Ist irgendwie sehr sandig hier. Man sieht gar kein Grün. Boden. Ha, gut gelandet. Wunderbar. Die Landung war schon mal super. Jetzt bin ich gespannt. Ist mein Koffer da? Und wie läuft's beim Zoll? Ich habe ja nichts zum Verzollen. Hier sind so 1 oder 2 United-Flieger. Wahnsinn, alles voll. United gehört ja auch zur Star Alliance. Kann man also auch über Lufthansa mitbuchen. Oh, wie schön, da kommt gerade ein Riesenflieger. Das ist ja ein Wahnsinn, wie riesig das hier ist. Wir erreichen unsere Parkposition. Immigration, Einwanderung. Ja, wo geht's jetzt lang? Ich folge einfach mal den Leuten vor mir. Begrüßungsschild. Boah, anscheinend braucht man in Amerika ganz schön viele Rollstühle. Ein ESTA-Visum. Okay, wir sind noch richtig. Sieht gut aus. Ist ja gar nichts los hier. Das ist ja cool. Das ist ja ein richtiges Labyrinth hier. ESTA rechts. Aber warte mal. Ja. Ich bin in Amerika. Ging ganz schnell. Er hat ein paar Fragen gestellt, was ich denn hier mache, hat meinen Ausweis gescannt, hat gefragt, ob ich Essen dabei habe. Ja, ich habe eine Banane tatsächlich aus dem Flugzeug mitgenommen. Ja, hat wunderbar geklappt. Ich habe ja mein ESTA-Visum und ja, keine Probleme. Jetzt muss ich nur noch meinen Koffer abholen. Da ist hinter mir nämlich das Band Nummer 9. Ich sehe ihn schon. Oh, ich habe noch eine Bonuskontrolle bekommen. Ich musste zum Recheck. Da haben sie mich nochmal komplett auseinandergenommen. Nämlich alles nochmal durch den Scanner, haben noch gefragt, was ich denn mache. Aber war alles sehr freundlich und unkompliziert. Ja, jetzt bin ich in Amerika. Hey! Wie versprochen zeige ich euch noch, was ich für den Flug bezahlt habe. Ich habe 112.000 Meilen verwenden müssen, um den Business-Class-Flug von Hannover über Zürich nach Chicago buchen zu können, plus Rückflug. Und dazu kamen nochmal 1.036 € Steuern. Na, das hat doch mal super geklappt. Ja, das war ein sehr aufregender Flug. Also gemütlich, toll. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil
Alles an diesem Flug hat wunderbar geklappt. Das Servicepersonal war wieder mal gigantisch. Das Essen war toll. Die 10 Stunden waren sehr lang, aber gingen dennoch schnell vorüber. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und ja, falls ihr Lust habt, dass ich mehr Flüge machen kann, seid doch so lieb und unterstützt mich. Und werdet Mitglied auf meinem Kanal. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.